Lektion 1: Reiseplanung. Wenn wir mit der Planung dieser Reise beginnen, müssen wir meiner Meinung nach zuerst die Daten festlegen. Zuruf. Es ist wichtig, Termine zu wählen, die für uns beide passen und eine gute Organisation ermöglichen. Ja, und wir sollten auch die Wetterbedingungen an unserem Reiseziel berücksichtigen. Das ist ein guter Punkt. Wir möchten nicht mitten in einem Sturm oder extremer Hitze landen. Genau, sobald die Termine feststehen, können wir uns um Unterkünfte und Aktivitäten kümmern. Ich freue mich darauf, unsere Möglichkeiten zu erkunden. Es gibt so viel zu bedenken. Ja, und wir sollten auch prüfen, ob während unseres Aufenthalts lokale Veranstaltungen stattfinden. Folge dir. Die Teilnahme an lokalen Festen kann unser Erlebnis wirklich bereichern. Lassen Sie uns eine Liste mit möglichen Terminen erstellen und mit der Eingrenzung beginnen. Lektion 2: Englischbewertung. Englisch sagte, es sei in Ordnung, mit dem Projekt fortzufahren. Das ist toll zu hören. Ja, ich war erleichtert, eine positive Antwort zu erhalten. Waren damit Bedingungen verbunden? Nicht wirklich, sie wollten nur sicherstellen, dass wir alle notwendigen Voraussetzungen erfüllen. Das ist gut. Das bedeutet, dass wir auf dem richtigen Weg sind und ohne größere Bedenken weitermachen können. Absolut. Ich denke, das ist eine großartige Gelegenheit für uns, unsere Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Ja, und ich bin gespannt, wie unsere harte Arbeit am Ende anerkannt wird. Lassen Sie uns diese Dynamik beibehalten und uns darauf konzentrieren, unser Bestes zu geben. Ich stimme zu. Mit klarer Kommunikation und Engagement können wir unsere Ziele erreichen. Auf ein erfolgreiches Projekt. Lektion 3: Stressbewältigung. Ich kenne das Gefühl, manchmal überfordert zu sein. Das kann ziemlich herausfordernd sein. Haben Sie schon einmal versucht, damit umzugehen? Ich bin immer auf der Suche nach effektiven Strategien. Ja, ich habe festgestellt, dass Achtsamkeits- und Atemübungen wirklich hilfreich sein können. Das klingt nach einer Wohltat. Es ist erstaunlich, wie schon wenige Minuten einen solchen Unterschied machen können. Auf jeden Fall. Ich versuche auch, regelmäßig Pausen einzulegen, um den Kopf frei zu bekommen, wenn ich gestresst bin. Das ist ein toller Ansatz. Ein kurzer Moment Abstand kann oft eine neue Perspektive eröffnen. Ja, und körperliche Betätigung hilft auch. Ein Spaziergang kann meine Stimmung wirklich heben. Ich stimme zu. Rauszugehen und sich zu bewegen kann Wunder für die geistige Verfassung bewirken. Lassen Sie uns unsere bevorzugten Techniken austauschen und uns gegenseitig bei der Stressbewältigung unterstützen. Lektion 4: Ausgaben verwalten. Wenn es um die Budgetierung geht, frage ich mich oft, welche Ausgaben ich genau im Auge behalten sollte. Ja, zum Beispiel, welche Ausgaben sind Ihrer Meinung nach am wichtigsten, etwa Essen gehen oder der Kauf von Dingen, die Sie nicht brauchen? Genau. Essen gehen kann schnell teuer werden, vor allem, wenn es zur Gewohnheit wird. Absolut. Ohne einen klaren Plan gibt man beim Essen gehen leicht zu viel aus. Deshalb versuche ich, meine Restaurantbesuche einzuschränken und mich öfter darauf zu konzentrieren, zu Hause zu kochen. Das ist eine clevere Strategie. Zu Hause zu kochen kann gesünder sein und auf lange Sicht Geld sparen. Ja, aber ich denke auch, dass es wichtig ist, sich ab und zu etwas zu gönnen. Die Balance ist der Schlüssel.
Ich stimme voll und ganz zu. Es ist entscheidend, die Balance zwischen Lebensfreude und finanzieller Verantwortung zu finden. Lassen Sie uns weiterhin Tipps austauschen, wie wir unsere Ausgaben effektiver verwalten können. Lektion 5: Sicherheit zur Sicherheit. Was ist los, Herr Wachtmeister? Ich dachte nicht, dass ich etwas falsch gemacht hätte. Madam, Sie haben Ihren Sicherheitscode nicht angelegt, was einen schwerwiegenden Sicherheitsverstoß darstellt. Oh, das tut mir so leid. Ich musste es in der Eile, ins Auto zu steigen, vergessen haben. Es ist wichtig, sich immer anzuschnallen, da dies bei einem Unfall Ihr Leben retten kann. Du hast absolut recht. Ich verstehe jetzt, wie wichtig es ist, einen Sicherheitsgurt anzulegen. Pfiff. Es ist eine einfache Maßnahme, die einen großen Unterschied für Ihre Sicherheit macht. Ich werde meinen Sicherheitsgurt von nun an unbedingt doppelt überprüfen. Das ist eine kluge Entscheidung. Sicherheit sollte beim Autofahren immer oberste Priorität haben. Vielen Dank für die Erinnerung. Ich weiß Ihr Engagement für die Sicherheit aller zu schätzen. Lektion 6: Aktiv bleiben. Hi, wie bist du in letzter Zeit aktiv geblieben? Salve. Da die meisten Fitnessstudios geschlossen sind, bin ich bei meinem Workout zu Hause kreativ geworden. Das freut mich zu hören. Ich finde, dass Körpergewichtsübungen und Online-Kurse wirklich effektiv sein können. Hilf. Ich mache auch lange Spaziergänge in der Nachbarschaft, um aktiv zu bleiben. Das klingt erfrischend. Frische Luft und Bewegung können wahre Wunder für die Stimmung bewirken. Ja, es ist eine schöne Möglichkeit, den Kopf frei zu bekommen und gleichzeitig etwas Bewegung zu bekommen. Ich mache das Gleiche. Es motiviert mich und gibt mir das Gefühl, mit der Natur verbunden zu sein. Vielleicht, dass uns bald mal zusammen trainieren, das macht bestimmt Spaß. Das würde mir sehr gefallen. Gemeinsam mit einem Freund macht es immer mehr Spaß, Sport zu treiben. Lektion 7: Reiseentscheidungen. Was schlagen Sie dann vor? Sollte ich mehr Zeit in weniger Ländern verbringen, um wirklich in die Kultur einzutauchen? Das klingt nach einer guten Idee. Das Eintauchen in mehrere Orte kann zu intensiveren Erlebnissen führen. Genau. Anstatt durch mehrere Ziele zu hetzen, möchte ich den Ort, an dem ich bin, wirklich genießen. Ja, und wenn Sie mehr Zeit in einem Land verbringen, können Sie besser mit den Einheimischen in Kontakt treten. Das stimmt. Ich würde gerne Ihre Bräuche kennenlernen und vielleicht sogar etwas von der Sprache lernen. Absolut. Die Auseinandersetzung mit der Kultur kann Ihre Reisen deutlich bedeutsamer machen. Lassen Sie uns herausfinden, welche Länder sich für ein solch intensives Erlebnis ideal eignen. Großartig. Ich freue mich darauf, gemeinsam die Möglichkeiten zu entdecken. Ich auch. Das wird ein unglaubliches Abenteuer. Lektion 8: Visabearbeitung. Wie lange dauert die Bearbeitung des Visums? Normalerweise dauert es etwa 30 Minuten, aber das kann je nach Arbeitsbelastung des Büros variieren. Das macht Sinn. Ich kann mir vorstellen, dass es in Stoßzeiten zu längeren Wartezeiten kommen kann. Auf jeden Fall. Es ist immer ratsam, frühzeitig anzureisen, falls es zu Verzögerungen kommt. Ja, ich möchte keinen wichtigen Termin wegen langsamer Bearbeitung verpassen.
Ja, eine gute Vorbereitung kann helfen, den Stress während des Bewerbungsprozesses zu reduzieren. Ich werde sicherstellen, dass ich alle meine Dokumente im Voraus zusammentrage, um Probleme zu vermeiden. Das ist ein kluger Schachzug. Wenn alles vorbereitet ist, läuft der Prozess viel reibungsloser. Ich weiß den Rat zu schätzen. Es ist immer besser, übervorbereitet als untervorbereitet zu sein. Lektion 9: Bedenken ansprechen. Wir sollten bereit sein, auf etwaige Bedenken oder Einwände einzugehen, die Sie hinsichtlich unseres Vorschlags haben könnten. Ja, das Vorwegnehmen von Fragen kann uns helfen, unseren Fall selbstbewusster zu präsentieren. Genau. Wenn wir Ihre Perspektive verstehen, können wir unsere Antworten gezielter anpassen. Und unsere Vorbereitung zeigt, dass wir Ihre Meinung respektieren und es mit unserem Projekt ernst meinen. Absolut. Es ist wichtig, einen offenen Dialog zu schaffen, in dem sich die Teilnehmer wohlfühlen und ihre Gedanken teilen können. Ja, ich glaube, dass wir dadurch Vertrauen und Zusammenarbeit fördern können. Lassen Sie uns gemeinsam einige mögliche Bedenken, die Sie aufwerfen könnten, erörtern und überlegen, wie wir ihnen begegnen können. Das klingt nach einem großartigen Plan. Ein proaktiver Ansatz wird unsere Position stärken. Ich bin froh, dass wir einer Meinung sind. Das ist für den Erfolg unseres Vorschlags von entscheidender Bedeutung. Lektion ziehen, Rauchervorschriften. Es ist besorgniserregend, über die Gefahren des Rauchens nachzudenken. Es wirkt sich tatsächlich negativ auf das Leben so vieler Menschen aus. Ich stimme voll und ganz zu. Auch zum Schutz der Nichtraucher sollte das Rauchen in öffentlichen Räumen verboten werden. Genau. Passivrauchen stellt selbst für Nichtraucher ein ernstes Gesundheitsrisiko dar. Ja, und viele Menschen sind sich der langfristigen Auswirkungen des Rauchens auf ihre Gesundheit nicht bewusst. Ich bin davon überzeugt, dass es wichtig ist, das Bewusstsein zu schärfen. Aufklärung kann zu besseren Entscheidungen führen. Auf jeden Fall. Auch wenn sich manche gegen diese Veränderungen sträuben, sind die Vorteile einer rauchfreien Umgebung unbestreitbar. Ich möchte irgendwann eine Welt erleben, in der Rauchen keine gängige Praxis mehr ist. Das wäre ein bedeutender Erfolg für die öffentliche Gesundheit. Auf jeden Fall. Es geht darum, eine gesündere Zukunft für alle zu schaffen. Lektion 11: Transportmöglichkeiten. Ja, in der Stadt gibt es Taxis und Mitfahrdienste wie Uber. Sie sind oft praktischer als öffentliche Verkehrsmittel, insbesondere für Ausflüge spät in der Nacht. Genau. Ich finde, dass Mitfahrgelegenheiten Zeit sparen und angenehmer sind. Außerdem können Sie den Fahrpreis problemlos mit Freunden teilen, sodass er erschwinglich bleibt. Das ist ein guter Punkt. Es ist schön, Optionen zu haben, die unterschiedlichen Bedürfnissen und Budgets gerecht werden. Ja, und der zusätzliche Komfort, eine Fahrt über eine App zu buchen, ist so hilfreich. Absolut. Es erleichtert die Orientierung, insbesondere in unbekannten Gegenden. Ich stimme zu. Ich denke, diese Dienste haben die Art und Weise, wie wir uns in Städten zurechtfinden, grundlegend verändert. Auf jeden Fall. Ich bin froh, dass uns diese Alternativen zur Verfügung stehen. Lektion 12: Möbelkauf. Hi, ich habe nach erschwinglichen Möbeln gesucht. Hattest du in letzter Zeit Glück? Ja, ich habe tatsächlich ein paar tolle Schneckchen in einem Sekondhandladen in der Nähe gefunden. Sie sollten da mal vorbeischauen. Das klingt vielversprechend.
Secondhand-Läden bieten oft Einzelstücke zu deutlich günstigeren Preisen an. Ja, außerdem macht es Spaß, nach versteckten Schätzen zu suchen, die ihrem Zuhause Charakter verleihen. Ich liebe die Idee, etwas Einzigartiges zu finden, das nicht jeder hat. Ja, und es ist außerdem eine nachhaltige Entscheidung, da sie die Dinge wieder verwenden, anstatt sie neu zu kaufen. Das ist ein guter Punkt. Ich werde dieses Wochenende auf jeden Fall dorthin fahren. Ich glaube, Sie werden angenehm überrascht sein, was Sie finden können. Ich freue mich darauf. Mal sehen, ob wir gemeinsam etwas finden. Lektion 13: Schmuckkauf. Ich habe in letzter Zeit über Gold- und Silberschmuck nachgedacht. Das ist eine so klassische Wahl. Ja, und es gibt einen tollen Friseur im Einkaufszentrum, der auch schönen Schmuck verkauft. Wirklich. Das ist eine fantastische Kombination. Sie können sich die Haare schneiden lassen und gleichzeitig Accessoires kaufen. Der, die Auswahl ist großartig und die Preise sind auch angemessen. Mir gefällt die Idee, lokale Unternehmen zu unterstützen und gleichzeitig einzigartige Stücke zu finden. Absolut. Außerdem kann Schmuck jedes Outfit aufwerten und ihm das gewisse Etwas verleihen. Ich stimme zu. Ich glaube, ich werde nach meinem nächsten Haarschnitt vorbeischauen, um mir Ihre Kollektion anzusehen. Du wirst es nicht bereuen. Es ist immer schön, sich etwas Schönes zu gönnen. Ich bin gespannt, was Sie haben. Es macht immer Spaß, neue Accessoires zu entdecken. Lektion 14: Fehlendes Gepäck. Es tut mir leid, dass Ihr Gepäck fehlt. Das muss sehr frustrierend sein. Da, das ist es wirklich. Können Sie Ihr Gepäck beschreiben, damit wir es finden können? Sicher, es ist ein dunkelblauer Koffer mit einem leuchtend gelben Etikett am Griff. Das ist ein hilfreiches Detail. Hatten Sie irgendwelche einzigartigen Aufkleber und Markierungen darauf? Ja, ich habe ein paar Reiseaufkleber von Orten, die ich besucht habe, die bei der Identifizierung helfen könnten. Super. Diese Angaben erleichtern dem Personal das Auffinden Ihres Gepäcks. Ich hoffe, Sie finden es bald. Ich habe einige wichtige Gegenstände darin. Ich bin sicher, Sie werden Ihr Bestes tun, um es Ihnen schnell zurückzugeben. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Sie hilft in dieser stressigen Situation wirklich. Lektion 15: Gartenträume. Ich glaube, es wäre unglaublich, frische Produkte aus meinem eigenen Garten zu haben. Das klingt nach einer wirklich lohnenden Erfahrung. Der Anbau eigener Lebensmittel kann sehr erfüllend sein. Absolut. Ich liebe die Vorstellung, genau zu wissen, woher mein Essen kommt. Ja, und es ist eine großartige Möglichkeit, sicherzustellen, dass alles biologisch und frisch ist. Ich habe recherchiert, mit welchem Gemüse und welchen Kräutern ich am besten anfangen könnte. Das ist clever. Tomaten, Paprika und Basilikum sind beispielsweise leicht anzubauen. Ich kann es kaum erwarten, mit den Pflanzen anzufangen. Es wäre schön, meine eigenen Zutaten zum Kochen zu verwenden. Auf jeden Fall. Außerdem kann Gartenarbeit ein entspannendes Hobby sein, das Sie mit der Natur verbindet. Ich stimme zu. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, Zeit im Freien zu verbringen und gleichzeitig produktiv zu sein. Lektion 16: Kreatives Schreiben. Ich habe gehört, dass sie sich nachts Geschichten ausgedacht hat.
Das klingt nach einer tollen Möglichkeit, die Kreativität anzuregen. Ja, sie schrieb sie auf und hielt ihre Ideen fest, bevor sie ihr entglitten. Es ist interessant, wie die Inspiration jederzeit kommen kann, besonders in der Stille der Nacht. Zuruf. Mit 18 Jahren begann sie Gedichte zu verkaufen, was ziemlich beeindruckend ist. Das zeugt von großem Talent und der Entschlossenheit, ihre Arbeit mit anderen zu teilen. Ja, es ist erstaunlich, wie das Schreiben sowohl ein persönliches Ventil als auch eine Möglichkeit sein kann, mit Menschen in Kontakt zu treten. Ich bewundere Ihr Engagement für Ihr Handwerk. Es erfordert Mut, seine Arbeit der Öffentlichkeit zu präsentieren. Auf jeden Fall. Jedes Stück, das sie teilt, ist ein Teil ihrer Geschichte und Erfahrung. Ich würde gerne einige Ihrer Gedichte hören. Ich wette, sie sind wunderschön. Lektion 17. Süße Leckereien. Manchmal kaufe ich mir auch Eis oder Joghurt, wenn ich in der Fleischabteilung fertig bin. Das klingt nach einer köstlichen Belohnung für den Einkauf. Absolut. Besonders bei heißem Wetter ist es eine schöne Abkühlung. Ja, und es gibt so viele Geschmacksrichtungen zur Auswahl, dass es Spaß macht. Ich liebe es, neue Kombinationen auszuprobieren, insbesondere wenn es sich um saisonale Geschmacksrichtungen handelt. Das ist eine tolle Idee. So bleibt die Spannung erhalten und jede Reise wird einzigartig. Außerdem ist es eine schöne Möglichkeit, die gesunden Alternativen mit einem süßen Genuss zu kombinieren. Ja, es geht darum, das Leben zu genießen und dabei bewusste Entscheidungen zu treffen. Ich finde, wir sollten mal zusammen einen Einkaufsbummel planen, danach würde ich gerne ein Eis mit dir essen. Lektion 18. Freude am Entrümpeln. Soll ich alles wegwerfen, was ich nicht brauche? Ja, aber behalten Sie, was Ihnen Freude bereitet. Das ist der wichtigste Teil beim Entrümpeln. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist erstaunlich, wie viel Zeug wir im Laufe der Zeit ansammeln, das uns nicht mehr nützt. Ja, wer Unnötiges aussortiert, schafft Platz für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Allerdings fällt es mir oft schwer, mich von bestimmten Gegenständen zu trennen, auch wenn sie mir keine Freude mehr bereiten. Das ist verständlich. Manchmal hängen an solchen Dingen Erinnerungen. Ja, es ist, als würde man ein Stück seiner Vergangenheit loslassen, was hart sein kann. Aber sehen Sie es einmal so, wenn Sie nur das behalten, was Sie lieben, kann das Ihren Wohnraum und Ihre Stimmung verbessern. Du hast recht. Ich werde mich auf das konzentrieren, was meinem Leben einen Mehrwert verleiht und den Rest hinter mir lassen. Lektion 19. Reisepläne. Ich kann mir vorstellen, wohin diese Reise gehen wird. Es klingt aufregend. Für ein paar Schulungstage fahre ich in unsere Niederlassung in die Berge. Das ist großartig. Ein Tapetenwechsel kann erfrischend sein, besonders an einem schönen Ort. Auf jeden Fall. Ich freue mich sowohl auf das Training als auch auf die Möglichkeit, die Gegend ein wenig zu erkunden. Es klingt nach der perfekten Mischung aus Arbeit und Abenteuer. Ja, und ich habe gehört, dass die Aussicht dort atemberaubend ist, was das Erlebnis noch verstärkt. Machen Sie unbedingt ein paar Fotos. Ich würde gerne sehen, wie es aussieht. Auf jeden Fall. Ich werde meine Favoriten mit euch teilen, sobald ich zurück bin. Ich kann es kaum erwarten, von Ihrer Reise und all den interessanten Dingen zu hören, die Sie lernen. Lektion 20. Update zu verlorenen Gegenständen. Ja, nach ein paar Tagen riefen Sie an und teilten mir mit, dass Sie es gefunden hätten.
Das ist eine große Erleichterung. Es ist immer stressig, wenn etwas Wichtiges verloren geht. Absolut. Ich hatte Angst, es nie wieder zu sehen, aber zum Glück haben sie es gefunden. Ich bin froh, dass es geklappt hat. Was haben Sie zum Verlust gesagt? Sie erwähnten, dass es in einer anderen Abteilung verlegt worden sei, was etwas überraschend war. Das kann passieren, besonders an belebten Orten. Ich bin einfach froh, dass Sie es zurückbekommen haben. Ich auch. Es waren ein paar stressige Tage, aber ich habe gelernt, vorsichtiger mit meinen Sachen umzugehen. Das ist eine gute Erkenntnis. Manchmal brauchen wir solche Erlebnisse als Erinnerung. Auf jeden Fall. Ich werde in Zukunft auf jeden Fall besonders vorsichtig sein. Lektion 21. Festivalscast. Clowns, Tänzer und Musiker bringen wirklich Leben in Festivals, nicht wahr? Ja, Ihre Energie ist ansteckend und sorgt für viel Freude bei den Feierlichkeiten. Und es kann auch andere Wettbewerbe geben, wie Talentshows oder Spiele für Kinder. Ja, es ist eine tolle Möglichkeit, die Community einzubinden und jedem das Gefühl zu geben, dazuzugehören. Ich finde es toll, wie Festivals durch diese Aufführungen lokale Talente und Kultur präsentieren können. Absolut. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, Kreativität zu feiern und Menschen zusammenzubringen. Außerdem verleihen die farbenfrohen Kostüme und Dekorationen allem eine festliche Atmosphäre. Ja, jedes Element trägt zu einer lebendigen Atmosphäre bei, die jeder genießen kann. Ich kann das nächste Festival kaum erwarten. Es ist immer ein Highlight des Jahres. Lektion 22. Familienunterstützung. Er hat meinen Bruder zum Angeln mitgenommen, was für die beiden ein tolles Erlebnis ist, das ihnen die Bindung stärkt. Das klingt wunderbar. Angeln kann Menschen wirklich zusammenbringen und bleibende Erinnerungen schaffen. Ja, und er nimmt mich auch mit zum Schlittschuhlaufen in die Arena, was immer ein Riesenspaß ist. Wie lustig. Eislaufen macht so viel Spaß und ist außerdem großartig, um seine Fähigkeiten zu verbessern. Absolut. Außerdem hilft er meiner Schwester beim Schreiben ihrer Aufsätze, was zeigt, dass er mich in allen Bereichen unterstützt. Das ist fantastisch. Jemanden zu haben, auf den man sich in akademischen Angelegenheiten stützen kann, kann das Selbstvertrauen wirklich stärken. Es ist schön zu sehen, wie er auf die Interessen und Bedürfnisse eines jeden von uns eingeht. Ja, diese Art der Unterstützung macht einen großen Unterschied in der Familiendynamik. Ich schätze mich glücklich, jemanden wie ihn in unserem Leben zu haben, dem wir so viel bedeuten. Lektion 23. Projekterfolg. Wie ist das Gesamtprojekt am Ende ausgefallen? Es ist besser geworden, als ich erwartet hatte, und ich bin wirklich stolz auf das Ergebnis. Das ist fantastisch zu hören. Was hat Ihrer Meinung nach zum Erfolg beigetragen? Ich bin davon überzeugt, dass die Teamarbeit und die Zusammenarbeit einen großen Unterschied beim Erreichen unserer Ziele gemacht haben. Auf jeden Fall. Wenn alle zusammenarbeiten, führt das oft zu großartigen Ergebnissen. Ja, und die klare Kommunikation während des gesamten Prozesses hat uns geholfen, auf Kurs zu bleiben. Das kann ich mir vorstellen. Es ist immer schön zu sehen, wie sich harte Arbeit so positiv auszahlt. Auf jeden Fall. Ich habe aus dieser Erfahrung viel gelernt, was ich bei zukünftigen Projekten anwenden kann. Das ist das Beste daran. Jedes Projekt ist eine Gelegenheit, zu wachsen und sich zu verbessern. Lektion 24. Wegbeschreibungen finden.
Wie erkenne ich anhand des Busfahrplans, welchen Bus ich nehmen soll? Sie müssen das neben den Buslinien aufgeführte Ziel finden. Das ist Ihr Wegweiser. Oh, ich verstehe. Wenn ich also in die Innenstadt fahre, sollte ich nach dieser speziellen Route suchen. Ja, jede Busnummer gehört zu einem anderen Ort, daher ist es wichtig, genau nachzuschauen. Das macht Sinn. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen. Die Navigation im öffentlichen Nahverkehr kann verwirrend sein. Kein Problem. Denken Sie daran, die Uhrzeiten noch einmal zu überprüfen. Sie können im Laufe des Tages variieren. Super Tipp. Ich werde unbedingt im Voraus planen, um lange Wartezeiten am Bahnhof zu vermeiden. Ja, ein wenig Vorbereitung trägt wesentlich dazu bei, das Reisen angenehmer zu gestalten. Ich fühle mich jetzt sicherer, wenn ich mit dem Bus fahre. Danke für die Anleitung. Lektion 25. Reisemöglichkeiten. Ich habe auch einen Roller, mit dem ich in der Stadt herumfahre. Das ist so praktisch. Das ist super. Roller sind eine tolle und effiziente Art, sich fortzubewegen. Ja, und ich habe einmal einen Helikopterflug gemacht. Das war eine ganz andere Erfahrung. Wuff, das klingt aufregend. Wie war es, alles vom Himmel aus zu sehen? Es war atemberaubend. Die Aussicht war unglaublich und gab mir eine neue Perspektive auf die Landschaft. Ich kann es mir nur vorstellen. Beim Fliegen kann man die Schönheit der Welt wirklich von oben genießen. Genau. Ich würde gerne irgendwann noch einmal einen Helikopterflug machen. Es war so aufregend. Das wäre fantastisch. Halten wir Ausschau nach weiteren Gelegenheiten, das zu wiederholen. Auf jeden Fall. Es ist immer toll, unseren Reisen etwas Abenteuer hinzuzufügen. Lektion 26. Das Abenteuer wartet. Diese Reise wird ein Abenteuer, das kann ich jetzt schon sagen. Auf jeden Fall. Reisen steckt immer voller Überraschungen und neuer Erfahrungen. Ja, ich liebe die Aufregung, nicht zu wissen, was einen erwartet. Das macht jede Reise einzigartig und unvergesslich. Ich stimme zu. Ob es darum geht, neues Essen zu probieren oder neue Leute kennenzulernen, es gibt immer etwas zu entdecken. Ja, jeder Ort hat seinen eigenen Charme und seine eigenen Geschichten zu erzählen. Ich freue mich sehr darauf, auf dieser Reise neue Erinnerungen zu sammeln. Tja, lasst uns das Abenteuer annehmen und sehen, wohin es uns führt. Ja, auf neue Erlebnisse und unvergessliche Momente. Lektion 27. Unterschiede akzeptieren. Aber was ist, wenn die Leute mir in diesem Punkt nicht zustimmen? Jeder hat eine andere Meinung und das ist völlig normal. Es gehört zum Menschsein dazu. Ja, das verstehe ich, aber es kann eine Herausforderung sein, diese Unterschiede zu bewältigen. Ruf. Es ist wichtig, anderen zuzuhören und ihre Ansichten zu respektieren, auch wenn man sie nicht teilt. Ich stimme zu. Eine gesunde Diskussion kann zu einem besseren Verständnis führen. Ja, es geht darum, Gemeinsamkeiten zu finden und gleichzeitig unterschiedliche Perspektiven zu schätzen. Ich denke, dass das Akzeptieren dieser Unterschiede unsere Gespräche und Erfahrungen bereichern kann. Auf jeden Fall. Das macht das Leben so interessant und dynamisch. Ich werde das bei zukünftigen Diskussionen im Hinterkopf behalten.
Lektion 28. Fortbewegung. Ich reise wirklich gern von Ort zu Ort. Das hält die Dinge spannend und frisch. Das klingt wunderbar. Es muss toll sein, neue Gegenden zu erkunden und unterschiedliche Leute kennenzulernen. Absolut. Meine Freunde wohnen in einem gemütlichen Häuschen am See und es macht mir immer Freude, sie zu besuchen. Ein Ferienhaus am See klingt idyllisch. Ich kann mir vorstellen, dass die Aussicht atemberaubend sein muss. Ja, es ist ein friedlicher Zufluchtsort von der Stadt und es gibt so viele Outdoor-Aktivitäten, die man genießen kann. Das klingt perfekt zum Entspannen. Was machst du normalerweise, wenn du sie besuchst? Wir gehen oft wandern oder sitzen einfach am Wasser und genießen die Schönheit der Natur. Diese Momente müssen so erholsam sein, besonders umgeben von solch einer natürlichen Schönheit. Auf jeden Fall. Ich liebe das Gefühl, vom Alltagsstress losgelöst zu sein. Lektion 29. Kochen für die ganze Familie. Das Haus duftet gut und lädt immer zum Verweilen ein, wenn Mahlzeiten zubereitet werden. Ich weiß, wir helfen Mama in der Küche und das ist ein wunderbares Erlebnis, das uns zusammenschweißt. Ja, ich schäle das Gemüse, während sie sich um das Kochen kümmert. Es fühlt sich wie Teamarbeit an. Ja, gemeinsames Kochen erfüllt das Haus nicht nur mit köstlichen Düften, sondern schafft auch bleibende Erinnerungen. Ich liebe es, wie wir beim Zubereiten von Essen Geschichten und Lachen austauschen können. Dadurch macht der Vorgang richtig Spaß und die Gerichte schmecken dadurch noch besser. Absolut. Es ist etwas Besonderes, Essen zu essen, zu dessen Entstehung wir alle beigetragen haben. Ja, es verleiht jeder Mahlzeit eine persönliche Note und macht sie bedeutungsvoller. Ich kann unser nächstes Familienessen kaum erwarten. Sie sind immer der Höhepunkt meiner Woche. Lektion 30. Ein Restaurant finden. Ich habe eine Idee. Lass uns ein Restaurant in der Nähe suchen, während wir auf unseren Flug warten. Das klingt nach einem tollen Plan. Hoffentlich geht unser Flug bald und wir können ein schönes Essen genießen. Ja, es wäre eine perfekte Möglichkeit, sich die Zeit zu vertreiben und vor der Reise neue Energie zu tanken. Ich stimme zu. Außerdem ist es immer ein spannender Teil jeder Reise, die lokale Küche auszuprobieren. Genau. Lass uns ein paar hochbewertete Orte in der Nähe suchen. Ich möchte unsere Zeit optimal nutzen. Folge dir. Ich liebe es, neue Restaurants und ihre einzigartigen Gerichte zu entdecken. Ich auch. Ich freue mich schon auf dieses kleine kulinarische Abenteuer vor dem Boarding. Machen wir unbedingt ein paar Fotos von unserem Essen, um sie später zu teilen. Auf jeden Fall. Es wird Spaß machen, die köstlichen Momente festzuhalten, die wir gemeinsam erleben.